Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ralf Hülsmann, ich arbeite bei der T-Systems und ich möchte euch in ein paar Videos ein bisschen was zu Innovation, künstlicher Intelligenz und Cloud erzählen. Wunderbar. Schönen guten Tag. Heute mal wieder ein AI-Talk. Mein Name ist Ralf Hülsmann, ich gehöre zu T-Systems. Da habe ich natürlich wieder einen interessanten Gast mitgebracht. Das ist heute das Unternehmen Blinkin und der Josef von Blinkin wird sich und das Unternehmen jetzt einfach mal selber vorstellen. Bitte. Ja, lieben Dank, lieber Ralf. Ja, ich bin der Josef Süß. Ich bin Co-Founder von Blinkin. Und mit Blinkin, wenn ich gleich einsteigen darf, bauen wir ein visuelles Operating System für den technischen Kundendienst. Das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick oder auf den ersten Hören relativ kryptisch. Grundsätzlich haben wir uns aber bei Blinkin dazu verschrieben, Menschen in Not, wenn sie zum Beispiel technische Probleme erfahren, bei diesen Problemen diese Menschen zu unterstützen, diese zu verstehen und diese zu lösen. Und ich meine, ein konkretes Beispiel vielleicht auch gerade im Bereich Telekommunikation, wenn jetzt, lieber Ralf, dein Router mal nicht macht, was er machen soll. Dann haben wir zum einen die Lösung, dass dich dein Telekommunikationsanbieter deiner Wahl per Videocall unterstützen kann, das Problem zu verstehen. Hierzu muss er einfach nur eine SMS an dein Telefon schicken. Du klickst drauf und schon sieht der Experte, sage ich mal, an der Hotline das, was du siehst und kann dich dann eben per Augmented Reality Funktionen durch die Problemlösung durchleiten. Das ist ein Teil, was wir machen. Wo der Bereich AI für uns spannend ist und wo wir auch die Vision haben und ich glaube, wo auch der restliche Call sich darüber drehen wird, ist unsere Idee eines Visual Bots. Ein Visual Bot ist für uns eine Art digitaler Assistent, den du in deiner Hosentasche hast. Und jedes Mal, wenn du ein Problem hast, wie zum Beispiel mit deinem Router, stellen wir uns vor, dass du dein Telefon rausziehst, einfach die Kamera auf den Router hältst und wir erkennen, was das Problem eben ist. Und dann leiten wir dich eben auch wieder mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen ganz automatisch an, um dieses Problem eben zu lösen. Und das geht grundsätzlich Blinkin. Das Hybride daran ist eben, dass ein Mensch dich am Anfang leiten kann und über Zeit möchten wir dieses ganze Thema automatisieren, eben mit AI. Wunderbar, danke fürs Intro. Einer der Standard-Intros, die ich, glaube ich, immer gebe, ist, wenn man mit Kunden über AI redet, und das ist ein Modul, was ihr mitbringt, dann wird halt gerne darüber diskutiert, dass AI noch nicht die Reife hat, dass das noch Träumerei ist, dass wir heute halt nur POCs bauen können, dass aber eine praktische Reife für AI-Produkte erst in Jahren ist. Also heute damit beschäftigen, ne, so als Zukunftsradar, aber praktische Nutzbarkeit ist noch nicht gegeben. Was ist da eure Erfahrung? Wir reden gerne ehrlich miteinander, das weißt du, lieber Ralf. Und grundsätzlich müssen wir leider zugeben, was wir machen wollen, das ist sehr in die Zukunft gerichtet. Wir verstehen AI erstmal so, dass es auch in die Zukunft gerichtet ist. Wir nutzen nicht das Wort AI, wenn wir alten Wein in neuen Schläuchen abfüllen möchten. Wir wollen einen Visual Bot bauen. Das ist eine neue Kategorie, die diese bestehende Kategorie von Audio-Bots und Chatbots erweitern soll. Anstatt Text-Input, wie es bei einem Chatbot ist und du kriegst Text-Output, wollen wir eben es ermöglichen, visuellen Input zu geben. Idealfall mit Live-Bewegtbild. Und dann wollen wir eben als Output eben eine visuelle Handlungsempfehlung geben. Das ist sehr, sehr, sehr zukunftsgerichtet. Nichtsdestotrotz haben wir dahinter eine Roadmap stehen, ähnlich wie beim autonomen Fahren. Von Level 1, ja, manuelles Fahren bis hin zu Level 5, Fully Automated Driving, Autonomous Driving, hat auch unser Visual Bot diverse Stufen. Und wir sehen in der Praxis in POCs, dass auch in der Stufe Level 1, Level 2, Level 3, wo wir aktuell sind, wir schon Mehrweite schaffen. Ein Problem, was wir aber natürlich haben, ist, dass wir uns B2B-to-C-Konzepte anschauen und auch B2B-Konzepte anschauen. Und oft, also natürlich ist es bei uns so, dass wir im B2B-Umfeld eher eingesetzt werden können, weil wir dadurch die Umgebung ein bisschen besser kontrollieren können. Das heißt, wir können die Nutzer trainieren, mit unserem Bot umzugehen. Wenn wir jetzt uns B2B2C-Modelle anschauen, wo wirklich, ich sage jetzt mal Lieschen Müller und Otto Normalverbraucher unseren Visual Bot benutzen wollen, dazu brauchen wir noch ein bisschen mehr, ich sage mal, Confidence. Die Ergebnisse müssen einfach noch viel sauberer sein und wirklich idiotensicherer sein. Von dem her, kurz zu deiner Frage, ja,
AI ist für uns und wird immer sein, dass wir wirklich gedanklich in den nächsten 3, 4, 5 Jahren sind. Schritt 1 für uns ist da erstmal die Idee zu träumen und zu denken. Hier ist eher PowerPoint unsere Programmiersprache zum einen. Und natürlich geht es aber auch darum, mit den aktuellen Themen und den aktuellen Technologien ja, diese Vision Stück für Stück immer umzusetzen. Und hier ist einfach Proof of Concept ja, der erste logische Schritt, den man da gehen muss. Ja, wie du schon richtig gesagt hast, ich schätze das offene Wort bei dir immer. Übrigens eine Feststellung, die ich ziemlich häufig so beim InsurTech Hub, wo ihr auch unterwegs seid, wahrnehme. Jetzt hast du schon geschildert, eure Lösung spaltet sich in verschiedene Bausteine, so möchte ich das mal fassen. Ich glaube, es wäre für die Zuhörer hilfreich, wenn wir an Beispielen mal erläutern, was für ein Problem ihr löst, was adressiert ihr. Mir fallen da zwei sehr schicke ein. Das eine ist in der Industrie für Hersteller der Case mit Vilo. Vielleicht magst du dazu was erzählen. Gerne. Ich meine, Vilo ist eines der innovativen Unternehmen, mit denen wir aktuell gerade wirklich gern zusammenarbeiten und gerne auch mehr von anderen Unternehmen dieser Kategorie. Was Vilo grundsätzlich auszeichnet, sie verstehen sich als Pionier der Wasserpumpenbranche. Vilo an sich ist ein schöner deutscher Hidden Champion, 8000 Mitarbeiter weltweit aktiv. Vor einem Jahr ging unsere Reise mit Vilo los und wir haben mit einem Quick Win gestartet. Das heißt, mit unserer Kollaborationsplattform, also mit unserer Videokollaborationsplattform, haben wir verstanden, wo ein visuelles Element ihren Mitarbeitern oder auch den Kunden helfen kann, eben Pumpen schneller zu warten, Probleme in diesem Bereich schneller zu lösen. Gleichzeitig haben wir aber auch schon gestartet, zu verstehen, wie wir diese Problemstellungen, die wir über diese Videokollaborationsplattform identifizieren, wie wir diese eben automatisieren können. Ein Thema zum Beispiel ist jetzt hier, einen Schaden festzustellen, das defekte Ersatzteil zu erkennen und dann am Ende dieses Ersatzteil, ich sage mal, idealerweise in 2 Klicks bestellbar zu machen. Über die Kollaborationsplattform, über dieses ganz normale Human-to-Human, haben wir eben gesehen, es ist möglich, das per Remote, per visueller Eingabe sozusagen und visueller Anleitung zu lösen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das können wir aber auch automatisieren. Von dem haben wir in diversen Proof of Concepts mit Vilo jetzt einen Ersatzteilfinder entwickelt, der auch schon funktioniert. In gewissen Maßen für gewisse Pumpen, weil viele Ersatzteile, größeres Problem, mehr Komplexität, dauert einfach ein bisschen länger. Es ist eine Frage der Daten einfach, ob sie da sind oder eben nicht da sind. Ja, und jetzt geht es weiter auf dieser Reise an sich. Ne? Also von der eben Mensch-zu-Mensch-Interaktion, um ein Problem zu lösen, zu verstehen, hin zur Automatisierung, fühlen wir uns gerade ganz gut dabei, was diese Roadmap angeht mit Vilo. Ja. Sehr schön. Der Case, Ersatzteile zu finden, der ist uns als Unternehmen übrigens mit Kunden auch schon begegnet. Ist aus meiner Sicht halt auch gerade bei Unternehmen, die auch sehr langlebige Produkte, also auch langlebige Ersatzteile haben, wo dann vielleicht auch mal im Lager rein praktisch das eine Ersatzteil ins andere Schächtelchen wandert und wo dann die Auszeichnung mit QR-Codes und so weiter nicht mehr so sauber ist. Ich meine, QR-Codes könnt ihr am Ende des Tages ja auch erkennen. Ja, wenn er drauf passt auf die Schraube, ne? Oder auf den Draht. Genau. Manchmal nicht oder oftmals nicht, sagen wir es mal so. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz praktisches Problem in vielen Teilen der Industrie. Ja. Lässt sich aber ausweiten, auch bis zu Retail. Cooles Beispiel, finde ich. Das andere, und da kennt man, glaube ich, die Bandbreite dann, wozu ich gern was hören würde, ist so der Bereich Insurance. Ihr sitzt im InsurTech Hub. Ne? Dazu gehören jetzt nicht unbedingt Pumpenhersteller. Aber also InsurTech Hub München und im InsurLab Köln sitzen wir auch. Ja, also ihr seid ganz offenbar sehr versicherungsnah. Was kann denn so ein Sachversicherer mit eurer Lösung anfangen? Er kann sich ganz pragmatisch den Weg zum Kunden sparen. Ne? Und gerade in Zeiten von Corona haben wir jetzt da durchaus ein bisschen Schub bekommen, weil das Letzte, was ein Mensch, also ein Versicherter momentan sehen will, wenn er einen Schaden hat, ist eine fremde Person in seinem Haus. Vor allem, wenn diese Person davor noch vielleicht bei 5 anderen Versicherten war und dort Schäden begutachtet hat. Ne? Auch hier wieder der gleiche Gedanke. Es geht darum,
also wie auch, das muss man vielleicht mal verstehen, wie technischer Support, wie wir gerade bei Video geschildert haben, und Insurance am Ende doch das Gleiche sind. In beiden Fällen geht es immer darum, einen Zustand eines Objektes zu erkennen und es zu lösen. Und das Schöne ist eben zum Beispiel in der Versicherungsbranche, wir haben im Jahr knapp 23 Millionen Versicherungsfälle. Und jedes Mal geht es darum zu verstehen, was ist kaputt, wie hoch ist dieser Schaden. Ja, und das macht eben ein Gutachter Tag für Tag. Er fährt raus, schaut sich Schäden an, ja, und sagt dann, okay, der Schaden hat diese Größe. Und auch hier sagen wir wieder, weil die Datenmengen eben da sind, das können wir eben langfristig eben, ich sag mal, schneller und einfacher machen. Ja, also sukzessive, auch wenn es die Gutachter jetzt vielleicht nicht hören, in Zukunft stellen wir uns vor, dass eben automatisch seitens des Kunden eben ein Schaden wirklich sauber dokumentiert werden kann, erhoben werden kann, das Ganze fälschungssicher passiert, das also quasi nicht mit Photoshop davor ein Bild machen mit einer Kamera und dann eventuell weiterschicken, dass das nicht mehr möglich ist. Daran arbeiten wir eben auch mit den Versicherern. Als Quick-Win aber mit unserer Videokollaborationsplattform und zu sagen, lieber Gutachter, bevor du rausfährst, schau dir doch den Schaden einfach per Videocall an. Ganz einfach. Und erstell daraus dein Ferngutachten. Ja, also jetzt gäbe es ja noch ganz viele verschiedene, sehr interessante Use Cases, was man so mit eurer Lösung alles machen kann. Du hast ja eben schon von B2B2C geredet. Im Zweifelsfall die Reparatur der Waschmaschine könnt ihr anleiten und so weiter. Aber ich glaube, dann würden wir jetzt 2 Stunden am Stück reden. Ja. Gut fand ich den kurzen Schwenk mal gerade auf Corona. Das Thema wird uns, glaube ich, eine Weile noch begleiten. Also ich heute auch mal im Homeoffice, ne? Deswegen habe ich mich extra für dich farblich korrekt gekleidet. Ist diese Corona-Zeit, ist das Kontaktvermeiden für euch merklich im Geschäft ein Impuls? Ja, ich meine, unsere Corona-Story beginnt mit Wuhan, muss ich sagen. Wir hatten da eben einen deutschen Maschinenbauer ermöglicht, seine Lüftungsgeräte in den Krankenhäusern in Wuhan zu installieren. Eben auch Basis eben mit unserer Videokollaborationsplattform. Und diese Geschichte hatten wir eben dann kurz auf LinkedIn in einem 3-4-Zeiler, sage ich mal, kurz mal abgehandelt. Das hat dann ein bisschen die Runde gemacht, muss ich sagen. Und dementsprechend sind auch viele Unternehmen auf uns jetzt zugekommen. Ich meine, das Handelsblatt hat am Ende getitelt in ihrer Printausgabe, dieses Startup ermöglicht Social Distancing im Außendienst. Und in der Tat, ja, ich meine, auch Vilo hat zum Beispiel seine Erfolgsgeschichte mit uns im Lockdown in Mailand, wo ein Altenheim, so wie ich es verstanden habe, ein Problem hatte mit der Wasserpumpe. Und dann hat Vilo eben mit unserer Plattform eben den Techniker vor Ort, der den Schaden beheben hatte dürfen, angeleitet, das Ersatzteil identifiziert, dann eben beim Einbau geholfen von diesem Ersatzteil. Also dieses Thema Social Distancing über Videocalls zu lösen, wenn es um das Thema Reparatur, Außendienst, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, das ist für uns wirklich jetzt ein Motor und ein Katalysator für uns. Also wir sind eines der glücklichen Startups, die durch Corona wirklich massiv profitiert haben. Also wir können und wollen sicher nicht jammern darüber, dass Corona passiert ist, zumindest aus Unternehmenssicht. Ja, das freut einen ja immer zu hören. Um mal ein bisschen technisch zu werden, das Erste, was mir halt dabei einfällt, auch im Zusammenhang mit Corona, ist ja, ich sage jetzt mal, was ist die User-Compliance-Seite? Was muss der User alles haben können, machen, tun, um mit eurer Lösung zu arbeiten? Und mein Verständnis ist, dass also jetzt zum Beispiel ein Versicherungsunternehmen oder wer auch immer nicht unbedingt darauf angewiesen ist, dass jeder User seine App hat, vorher runtergeladen, sondern dass wir im Zweifelsfall einfach mit jedem modernen Handy, solange man SMS empfangen kann und eine Internetverbindung steht, dass das funktioniert. Korrekt verstanden?
Richtig verstanden. Also ein unserer Forschungsschwerpunkte ist, dass wir eben die ganze Bilderkennung, wir verstehen uns grundsätzlich als Computer Vision Unternehmen, dass das Ganze eben mit der Cloud funktioniert. Das heißt, der Kunde muss wirklich nur den Browser öffnen und alle Daten, die dann, ich sage mal, übertragen werden, ja, werden nicht über eine App irgendwo zwischengespeichert auf dem Gerät des Kunden. Und ich meine, was muss der Kunde machen und wie funktioniert unsere Lösung grundsätzlich? Das Erste, was der Kunde macht, ist grundsätzlich erstmal bestätigen, dass wir Zugriff auf seine Kamera haben, dass wir dadurch ja, auf sein Gerät sozusagen eingreifen über den Browser. Und dementsprechend bestätigt er aber auch gleichzeitig, oder er sieht, dass wir anständig mit diesen Daten eben umgehen. Und dass damit kein Schundluder betrieben wird. Und für die Versicherung, ich meine, auch ein Grund, warum wir gerne wenn wir mit euch zusammenarbeiten, ist es eben einfach, dass Versicherungen, wenn du ihnen sagst, wir erheben Bilddaten von euren Kunden, von Schadensfällen, dass die Versicherungen zum Beispiel das als kritische Daten eben einschätzen. Und ihnen da diese Gewissheit zu geben, dass die Daten eben bei einem deutschen Anbieter sind, unter deutschem, sage ich jetzt sogar, Recht verwaltet werden und gespeichert werden, das ist natürlich ein riesen Pluspunkt. Ich meine, das geht sogar so weit, dass ein Defense-Kunde von uns überlegt, sogar auf eine On-Premise-Lösung zu verzichten, weil er sagt, naja gut, warum soll ich mir den Stress antun? Ja, von dem her. Ja, also bevor ich auf die sehr angenehmen Stichworte Datenschutz und Cloud zu sprechen komme, auch nochmal technisch, du hast eben auch regelbasierte Systeme und sowas angesprochen. Was an eurem Produkt ist AI oder Machine Learning? Oder PowerPoint. Oder PowerPoint. PowerPoint. Also grundsätzlich, wie ich sagte, wir verstehen uns als Computer Vision Experten. Und ich meine, Kerndisziplin ist bei uns eben Deep Learning. Das heißt, wenn wir zu diesem Router-Beispiel von ganz zu Beginn jetzt mal zurückspringen wollen, ne, wir verstehen grundsätzlich, was das Problem ist. Das heißt, anhand vom Blinkrhythmus der DSL-Lampe erkennen wir schon, was die Störung ist. Wir verstehen dabei jedes einzelne Element, jedes Kabel, den Anschluss, die Ports. Und wir sagen dir dann eben in Echtzeit, ob du einen richtigen und falschen Handgriff eben machst. Und das Ganze noch unter idealerweise allen möglichen Lichtbedingungen. Ganz normale, einfache, regelbasierte Expertensysteme würden sich da einfach diese Zähne ausbeißen. Und da wir halt einfach mit sehr vielen, wie soll ich das sagen, mit sehr vielen also Teilen und Elementen zu tun haben, funktioniert ein einfaches Wenn-Dann nicht. Also wir müssen schon durchaus in der Lage sein, ein System zu füttern mit Daten und dann sollte sich idealerweise dieses System selbst antrainieren, sich selbst was beibringen, was dann eben dementsprechend dann idealerweise am Ende zu einem glücklichen Kunden führt, dass wir sagen können, hier, das ist das Muster hinter dem Problem, das hast du schon gemacht, wir haben schon erkannt, dass vielleicht der Router aufgeschraubt worden ist, deswegen beginnen wir jetzt bei der Problemlösungsroutine nicht bei Seite 1, sondern springen schon auf Seite 8 und fangen von dort an. Also es ist sehr relativ komplex, wo eben regelbasierte Systeme einfach, ja, vergiss es, keine Chance. Ja. Und das ist, sage ich mal, jetzt der Teil von Machine Learning. Aber obwohl jetzt Machine Learning, ist es AI, ist es nicht AI? Ich meine, das ist zum Teil eine sehr philosophische Diskussion, was AI ist und was nicht. Für mich persönlich, AI hat immer einen gewissen Zeitbezug. Das heißt, vor 50 Jahren, vielleicht 60 Jahren war auch ein Taschenrechner schon relativ clever und künstlich und beziehungsweise hat eine künstliche Intelligenz gezeigt. Und ich behaupte, in 5 Jahren, das Thema Chatbot wird für uns dann auch relativ als Standard eben angesehen werden. Ne? Ja, meine 2 Cents zum Thema AI, was nicht AI ist. Ich meine, kurz nochmal zu dem Witz, den ich dir, glaube ich, eingangs erzählt habe, was nicht auf der Tonspur gerade ist. Es gibt so einen schönen Satz, was ist der Unterschied zwischen AI und Machine Learning? Und die Antwort ist darauf eher, wenn es in Python geschrieben ist, dann ist es Machine Learning. Wenn es AI ist, handelt es sich meist um PowerPoint. Und wie gesagt, ich finde es aber wichtig, eben diesen Gedanken zu haben, AI träumen zu dürfen. Weil ich glaube, das ist einfach der Motor, den du brauchst, um eben wirklich dann in Proof of Concept diese Schritte dahin zu machen. Ja, also von dem her bin ich kein Freund von
Buzzword-Bingo, ja, und hier AI, Deep Learning, Netze hier, Netze da, möchte aber einfach auch nicht den Eindruck in der Szene haben, dass man jetzt gerade immer den neuesten macht. Wie gesagt, die Grundtechniken, soweit ich es zumindest mal verstanden habe, sind seit 40, 50 Jahren draußen. Und jetzt die damals doch erfolgreichen regelbasierten Systeme jetzt einfach immer zum Sagen, die schauen wir nicht mehr an. Damit hat es irgendwann mal vielleicht angefangen. Also von dem her. Also wir haben ja in einem White Paper auch jüngst mal so unsere Sichtweise dazu kundgetan. Und das deckt sich, glaube ich, ganz gut mit deiner. Also ich persönlich war irgendwann Mitte der 90er mal mit Fuzzy Logic beschäftigt. Das war zu deiner Zeitlinie zurückzukommen, das war aus damaliger Zeit, hatte das schon was von menschenähnlichem Vorgehen, ja? Unschärfe und so. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu meinem Lieblingsthema. Ne? Wir sind uns ja über den Tech Boost begegnet, unser Startup-Programm. Du hast eben halt schon das Datenschutzthema angerissen. Ihr benutzt unter anderem die Open Telekom Cloud und für uns ist natürlich, also wir selber positionieren uns ja als Multi-Cloud-Provider. Insofern ist uns klar, dass es Kunden gibt, die Dinge on-premises machen, auf verschiedenen Clouds, aber wir erleben halt auch getrieben von Politik, von EU-Projekten, Gaia X und so, einen massiven Vorschub in dem Bereich, wo es um Datenschutz geht, aber wo auch Unternehmen den Abfluss von Wissen verhindern wollen und deswegen europäische Plattformen bevorzugen. Ich habe zumindest gehört, dass das für euch auch ein Thema ist. Vielleicht magst du da auch was dazu sagen, weshalb ihr zum Tech Boost gegangen seid. Um ehrlich zu sein, ich meine, als Startup hast du diverse unmoralische Angebote von euch, von anderen, die wir jetzt nicht nennen wollen, wenn es um das Thema Credits geht. Ich meine, ein Teil, ein großer Kostenblock für ein Startup wie uns ist es eben, Leute wie euch dann am Ende zu bezahlen. Ne? Ich meine, die Models müssen irgendwie berechnet werden, was relativ nicht ganz günstig ist, sagen wir es mal so, um vornehm zu sein. Und hier war natürlich der erste Gedanke, hey, da gibt es ja irgendwie Credits über das TechBoost-Programm, wo wir eben Kosten, sage ich mal, damit bezahlen können. Warum wir uns dann aber für dieses größere Programm, sage ich mal, bei euch entschieden haben, für das TechBoost Growth, glaube ich, heißt dieses dieses Programm, ist, weil eben auch dieses Thema Partnerschaft ein Thema war. Und am Ende des Tages, ich meine, wir haben immer noch Credits, aber am Ende, was wir jetzt wirklich am meisten eben wertschätzen in unserer Partnerschaft bis jetzt, dass es eine Partnerschaft ist. Also wir haben wirklich auch nicht nur Credits bekommen, wir haben aber auch Menschen wie dich und deine Kollegen kennengelernt, die uns mit Rat und Tat wirklich unterstützen. Und ihr habt verstanden, was wir jetzt machen. Ihr habt aber auch euch die Zeit genommen, was wir in Zukunft machen wollen. Und das schätzen wir. Ich meine, wir beide sind Freund und wir haben verstanden, dass das Business zwischen Menschen gemacht wird. Und das muss ich ehrlich sagen, hat uns am meisten überrascht, weil für uns war einfach der Magenta Riese groß, gesichtslos. Und in den letzten Jahren, doch jetzt mittlerweile einem Jahr, wo wir zusammenarbeiten, haben wir euch sehr menschlich erlebt, sehr partnerschaftlich erlebt und es macht richtig Spaß einfach. Ne? Ja, klar, Datenschutz, wie ich sagte, ist ein Thema, aber ich meine, Datenschutz ist nicht euer einziges Steckenpferd. Es geht auch schlichtweg um die Leistung und um eben der gemeinsame Blick, der Schulterschluss, sage ich mal, Richtung Zukunft. Ich meine, das sind jetzt viele nette Worte aber dafür stehe ich und unterschreibe ich auch gern. Und ist jetzt, hoffentlich kommt es nicht so rüber, als wäre das so jetzt dahergesagt und ein bisschen Schleimerei. Nee, stehen wir wirklich dahinter, hinter dem und sind wirklich, wirklich begeistert, wie ein Enterprise wie ihr mit Startups Innovation wirklich auf die Straße bringt. Also von dem her, ich kann nur hier das Beste über euch als Unternehmen und aber auch halt eben über die Menschen dahinter sagen bis dato. Ja, das waren jetzt viele Rosen. Vielen Dank dafür. Wenn du gemeinschaftlich in die Zukunft als Thema hattest und auch eben schon mal gesagt hast, eure Gesamtthemen sind ja im Fluss. Wie denkst du über so praktische Perspektiven wie, also wir haben jetzt eine Cloud, ihr habt
ihr habt eine technologische Lösung, am Ende will der Kunde aber sehr wahrscheinlich das Gesamtpaket betrieben haben. Der will sicherstellen, dass bestimmte Service-Levels eingehalten werden und so weiter. Wie sehen aus deiner Sicht solche Konstrukte dann in einer produktiven Umgebung aus? Das ist ja, also zumindest meine Wahrnehmung, dass das jedes KI-Unternehmen heute noch ein bisschen anders sieht. Also grundsätzlich muss man mal verstehen als Startup, was man kann und was man nicht kann. Ja? Und wir sehen jetzt gerade, dass wir in 48 Ländern aktiv sind. Und auch so kleine Probleme wie SMS-Zustellung weltweit, das klingt relativ vielleicht simpel, in der Praxis zeigt sich, dass doch herausfordernd ist. Und ich meine, auch gerade in der Zusammenarbeit mit euch haben wir eben festgestellt, dass ihr als Enterprise diverseste Lösungen habt, wo ein Startup davon profitieren kann. Dem Kunden, um ehrlich zu sein, wenn du Richtung Enterprise gehst, interessiert es wenig, sage ich mal, ob du ein Startup bist oder nicht. Er verlangt seine Service-Levels, liefer die oder liefer die eben nicht. Du kriegst da wenig Vorschusslorbeeren, sage ich mal, wenn es eben um das Thema produktiven Betrieb geht. Du musst einfach funktionieren. Als Startup kommt irgendwann einmal der Punkt, wo man eben fragen kann, so, okay, was habe ich denn schon bewiesen, was ich kann und was habe ich nicht bewiesen. Und da sind wir relativ eben ehrlich und bekommen dadurch aber auch eben ehrliche Unterstützungsangebote von euch, die wir jetzt eben in Zukunft eben auch sehr genau erörtern werden, wo, was, wo, wie. Von dem her, Schuster bleibt bei den Leisten, liebes Startup, versuch nicht die komplette Welt zu erobern und alles zu machen und dann am Ende gar nichts wirklich zu schaffen, sondern wie gesagt, wir verstehen uns eher als Computer Vision Unternehmen und wenn es darum geht, ich sage jetzt mal vielleicht am Ende eine skalierende Infrastruktur zu warten oder vielleicht am Ende auch diverse Fragen abzufedern, die in unsere eigene Hotline kommen würden. Da habt ihr genügend Ressourcen und Möglichkeiten, uns da zu unterstützen, damit wir wirklich auf unsere Kernfähigkeiten konzentrieren können. Und das finde ich super spannend einfach. Okay, auch das also sehen wir ja genauso. Wir haben halt ein paar traditionelle Talente. Wir haben dafür natürlich nicht die Innovationskraft eines Startup-Netzwerks. Ihr habt dafür aber gewachsene Zugänge zu diversen Enterprise-Kunden, wo wir als Startup davor stehen und sagen, hallo, uns gibt es auch. Ich meine, es ist ein Unterschied, ob einer von euch anruft bei diversen Enterprises, sage ich mal, oder ob wir anrufen. Ihr kriegt wahrscheinlich schneller einen Termin. Und genau das ist halt auch das Spannende, gemeinsam aufzutreten. Ja. Und wer da wen verkauft am Ende, ne, ob wir euch oder ihr uns, ist am Ende dem Kunden auch egal. Dem geht es um die Lösung. Ja. Wohl wahr. Ja, ich denke, wir haben jetzt euch beschrieben, eure Lösung aus technischer Sicht, ein paar Use Cases. Kämen wir zu der spannenden Abschlussfrage. Wann sollte sich ein Kunde für eure Lösung interessieren? Gibt es da spezielle Schmerzen, die ein Kunde immer hat oder spezielle Zeitpunkte, wann es ideal ist, da einzusteigen? Grundsätzlich jederzeit. Ne? Also wir gehen gerne ans Telefon und hören uns gerne Probleme an. Also von dem her haben wir da jetzt, sind wir da sehr offen. Wir lernen auch gerne. Ich meine, um diese Frage zu beantworten, muss man wahrscheinlich nochmal zurück zu unseren zwei Säulen, zu diesem hybriden System. Unsere Remote-Plattform ist grundsätzlich für, ich sag mal, Unternehmen ab 5 einsatzbereit. Jedes Mal, wenn es darum geht, Probleme vielleicht aus der Ferne, per Remote, schneller zu verstehen, zu lösen, um diese Probleme zu diskutieren. Das kann, ich sage mal, der Handwerksmeister mit dem Lehrling sein, weil der Lehrling auf der Baustelle ist, sich kurz mal auszutauschen, was soll ich machen, eine Möglichkeit. Wenn es Richtung AI geht, Richtung Automatisierung, natürlich, je größer, umso mehr macht es dann an sich Sinn. Wir haben besonders Spaß an Unternehmen, die eben gerne ans Übermorgen denken, was diese Projekte angeht. Also wenn Unternehmen so Industrie 4.0 Themen haben, dazu diverse Projekte haben, da hören wir gerne zu und sind da gerne bereit, uns die Fragen stellen, wirklich anzuhören, die Problemstellungen anzuhören, um einfach wirklich zu verstehen, wo kann ich vielleicht meinen eigenen Mitarbeiter unterstützen mit einem digitalen Assistenten auf dem Telefon, zum sagen, aha, jetzt habe ich dieses Problem besser verstanden, ich habe es vielleicht automatisch schon dokumentiert, ich habe sogar vielleicht schon Lösungsvorschläge gesehen
und wie das dann am Ende, ja, wie soll ich sagen, in der Praxis dann aussieht, später dann, ja, ist dann ein anderes Thema. Aber in diesem geschützten Rahmen, wenn ein Unternehmen sowas bieten kann, so mehr R&D-Projekte eben, da wird unser Visual Bot-Ansatz ja, Sinn machen und da werden wir gerne, ja, diese Art der Unternehmen würden wir gerne mehr kennenlernen, sage ich mal, die eben ans Übermorgen denken, ja, was das angeht. Das ist eine hervorragende Digitalisierungsstory. Das Gute daran ist, also jetzt aus Blick einer T-Systems mit Großkunden, dass das vermutlich auch eine realistische Betrachtung auf einer Roadmap ist, in welcher Geschwindigkeit diese Unternehmen agieren. Mhm. Wunderbar. Josef, da danke ich dir für deine Zeit und ich sage danke. Für deine offenen Worte und wünsche uns beiden gute Geschäfte. Gell? Herzlichen Dank. Wir sehen uns, lieber Ralf. Servus.